Von euch kamen jede Menge Antworten und wir haben die Fragen dazu. Reiseziele, Ausgaben und Einnahmen. Wir erweitern die Frage auf, wie oft habt ihr darüber nachgedacht, das Boot zu verkaufen? Gut, also wir halten fest, Konflikte liegen an dir. Lang ist es her, wird mal wieder Zeit für ein Q&A, ein Fragen-Antworten. Und wann, wenn nicht jetzt im Winter? Ja, von euch kamen jede Menge Antworten und der erste... Von euch kamen jede Menge Antworten und wir haben die Fragen dazu. Genau, von euch kamen jede Menge Fragen. Wir fangen an mit dem ersten Teil und der ging um Reiseziele, um die Reise insgesamt. Und eine der ersten Fragen war, wo soll es dieses Jahr hingehen? Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig. Unser Herz sagt raus aus dem Mittelmeer, rauf auf den Atlantik. Dazu müssten wir aber eigentlich vorher noch ein paar Reparaturen machen, unter anderem den Autopilot und das Rig sollte ersetzt werden. Und wir würden sehr gerne Azoren, Madeira und Kanaren machen und tatsächlich zwischen den 3 Gruppen hin und her segeln. Wegen der großen Reparaturen machen wir das nicht. Wir bleiben deswegen im Mittelmeer und es gibt ein anderes Traumziel von mir und das heißt Griechenland. Das ist nicht Marions Traumziel, aber die Inseln dort sollen wunderschön sein. Nicht, dass ich was gegen Griechenland hätte, aber ich weiß, dass es da 45 Grad im Sommer hat. Und wir haben hier im Hafen einen Freund, der kennt sich da super gut aus. Der weiß, wann man wo sein sollte, um den Charterschiffen zu entgehen, wo es ruhig und einsam ist. Und da freuen wir uns drauf. Und nach 2 Saisons Balearen in der Hauptsaison, glaube ich, haben wir uns das verdient, ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Das wird uns, unserer Kraft und auch unserem Bedürfnis entgegenkommen. Eine Frage war, wie weit wollt ihr segeln? Das ist jetzt eine Frage für dich, ne? Ja, ich möchte gerne nach Französisch-Polynesien und nach Neuseeland. Wir haben das Boot dazu, theoretisch. Aber wie Christoph ja gerade schon sagte, es sind noch ein paar Sachen zu tun. Und bevor wir die Dinge nicht gemacht haben mit dem Boot, können wir das nicht tun. Also ich möchte gerne in den Pazifik. Da zieht es mich hin. Ja, Pazifik ist auf jeden Fall Traumziel. Auf dem Weg dorthin liegt zwar die Karibik. Wir beide sind ehrlich gesagt auf die Karibik nicht ganz so scharf. Mich reizt eher die Atlantiküberquerung. Wenn wir denn dort sind, dann würde mich eher so Mittelamerika interessieren. Also gibt dort sehr schöne Küstenstriche auch, die mir gut gefallen würden. Also wir mögen es halt weniger überlaufen und deswegen würde uns das entgegenkommen. Aber wie gesagt, das ist auf keinen Fall in diesem Jahr dran. Nee, mit Glück im nächsten Jahr. Und wir wurden gefragt, wann wir mal wieder nach Hamburg kommen. Das Problem ist, dass wir in Hamburg alles aufgegeben haben und unsere Familie ist in Süddeutschland. Wir haben uns zwar in Hamburg kennengelernt, wir haben beide sehr, sehr, sehr viele lange Jahre in Hamburg gelebt, aber unsere Familie ist in Süddeutschland jeweils und wenn wir denn in Deutschland sind, dann besuchen wir natürlich unsere Familie und können dort auch unterschlüpfen und das ist eben nicht in Hamburg. Und also mir fehlt die Stadt sehr, muss ich sagen. Ich war ja freiwillig dort, nicht nur aus beruflichen Gründen und es ist schon eine tolle Stadt. Ja. Also ich denke, dass wir auf jeden Fall im Herbst, Winter mal wieder dorthin kommen werden. Ich möchte dort auf jeden Fall wieder hin. Wir haben dort auch Freunde logischerweise. Und ja, vielleicht ergibt sich es im Winter. Ich denke aber auch schon. Der nächste Fragenblock dreht sich um Ausgaben und Einnahmen. Und eine der häufigsten Fragen ist, wie viel Geld verbraucht ihr denn im Monat? Und ich kann sagen, als wir mit der Arriba unterwegs waren, die Atlantikküste runter, da haben wir so gut wie nicht geankert. Da waren es ca. 2.500 Euro. Da war alles mit drin, Reparaturen, Upgrades, Reise- und Flugkosten und sowas in der Art. Und jetzt mit der La Licorne sind wir ungefähr bei 3.000 Euro. Wenn es einigermaßen okay läuft und wenn wir im Hafen liegen, also so wie letztes Jahr. Wenn man allerdings große Reparaturen hat, dann wird es natürlich insgesamt auch teurer. Sodass man sagen kann, dass wir im letzten Jahr so um die 3.000 Euro mit der La Licorne verbraucht haben.
30% der Ausgaben, und das waren fast 10.000 Euro, waren Reparaturen im letzten Jahr, wobei wir nur ab Mai gerechnet haben, also für 7 Monate. Und der zweite Ausgabenblock waren dann Hafengebühren mit fast 20% und der dritte war dann Essen mit 15%. Da waren aber auch Großeinkäufe dabei, die wir dann gemacht haben für die Sommerferien dann auch, als wir unterwegs waren. Unterwegs sein wollen. Oder unterwegs sein wollten, ja. Wir zehren heute noch davon. Wir haben jetzt noch Tomatensauce und Kichererbsen im Glas. Ja. Hier sehen wir übrigens auf unserem Grillplatz, da ist jeden Sonntag Barbecue, da treffen sich alle Liveaboards aller Nationen und man grillt zusammen, sitzt schön zusammen, isst zusammen, trinkt ein Weinchen zusammen, das ist total schön. Thema Einnahmen. Die Frage ist, arbeiten wir vom Bord? Die Frage wird ganz oft gestellt. Wir sind beide selbstständig. Das hat den einen Grund, dass es zumindest nicht in Deutschland möglich ist, 100% remote vom Bord in irgendeinem anderen Land zu arbeiten. Das lässt das Gesetz nicht zu. Wir sind beide selbstständig, ich schon seit vielen Jahren. Und ich mache für uns die Videos und ich mache das Social Media. Ich betreue auch einen Kunden im Bereich Social Media. Und das macht mir alles ziemlich viel Spaß und ich habe da auch noch Kapazitäten frei. Also wenn jemand Interesse dran hat, Social Media Betreuung oder sagt, ich habe hier ein paar Filme, die hätte ich gerne geschnitten, meldet euch einfach. Und Marion macht das großartig. Also die Filme sind wirklich großartig geschnitten. Ich habe es ja früher auch mal versucht, aber Marion macht das 1000-mal besser. Ich habe mich vor 3 Jahren vor der Reise selbstständig gemacht und bin ja im Bereich Baukostencontrolling für große Bauprojekte. Wenn ich ein Projekt habe, funktioniert das sehr gut. Ich habe zum Beispiel im ersten Winter in Lissabon hatte ich einen sehr großen Auftrag, da habe ich 6 Monate durchgearbeitet. Danach hatte ich mehrere kleinere Aufträge. Im Moment kümmere ich mich natürlich hauptsächlich ums Boot, weil da viele Reparaturen sind. Und vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen, jetzt gibt es seit 4 Wochen den neuen Kanal Hafenkino Technik. Da stecken wir natürlich auch viel Zeit und Energie rein. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann guckt da gerne mal rein. Wir wollen die Reise natürlich fortsetzen, es soll noch deutlich weitergehen. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kommt gerne in unsere Patreon-Crew. Da tauschen wir uns intensiv aus. Wir kriegen super Rückmeldungen von den Leutchen, die da dabei sind. Das ist eine ganz tolle, eingeschworene Gruppe. Und je nach Level habt ihr dann auch wöchentliche Updates, also nochmal ein extra Video am Wochenende, beziehungsweise einen monatlichen Call, einen Zoom-Call, wo wir uns dann zum Beispiel über Reisepläne oder ähnliches austauschen. So, das war das Thema Einnahmen und Ausgaben. Eine interessante Frage war, habt ihr aufgrund der Schwierigkeiten darüber nachgedacht, das Boot zu verkaufen? Wir erweitern die Frage auf, wie oft habt ihr darüber nachgedacht, das Boot zu verkaufen? Es gab tatsächlich den Moment, wo ich am Ende meiner Nerven war. Und ich bin noch nicht mal diejenige, die das Ganze repariert oder sonstiges. Als der Motor zum 2. Mal in Barcelona Zicken gemacht hat, mit dem Wasser im Öl. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe, nee, das kann nichts sein, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Aber ein Segelboot ohne Motor lässt sich ganz schwer verkaufen. Und die Fahrt von Livorno nach Barcelona, die Überführung, die wir ja komplett unter Motor gemacht haben, die war so beeindruckend. Das Boot entsprach genau den Vorstellungen, die wir davon hatten, dass dass es eigentlich gar keine Option war, das Boot zu verkaufen. Der schwierigste Punkt war tatsächlich, als wir mit dem Motor letztes Jahr immer wieder Schwierigkeiten hatten. Das erste Mal war ja gewesen mit der Einspritzpumpe, dann hatten wir Wasser im Öl, wie Marion schon sagte, das war mit der schlimmste Moment, weil auch der Mechaniker gesagt hat, der Motor ist nicht mehr zu retten, kein Euro mehr in diesen Motor. Und alle gesagt haben, macht die Zylinderkopfdichtung, inklusive der Mechaniker. Also erst hat er gesagt, er braucht einen neuen Motor für 20.000 Euro. Als ich gesagt habe, mache ich nicht, hat er gemeint, ja, dann musst du zumindest die Zylinderkopfdichtung machen, wo ich gesagt habe, kann doch gar nicht sein, ist ja Salzwasser. Irgendwann sind wir ja dann doch losgekommen und sind aber auf den Balearen dann wiederum mit den Vibrationsdämpfern
hatten wir das nächste Thema. Nur hier ist es halt nochmal deswegen ein bisschen anders, weil es ist gleichzeitig unser Zuhause. Wenn wir damit nicht fahren, tun wir nicht das, für was wir es gekauft haben. Und wenn es im Hafen liegt, kostet es auch Geld und zwar nicht wenig. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn du den Eindruck hast, deine Energie wird immer weniger. Gleichzeitig läuft dir die Zeit weg und das Geld. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn wir denn dann wieder unterwegs sind, dann ist das Boot einfach ein Traum, weil es ist sowohl bei schwerer See komfortabel, als auch bei leichtem Wind, als auch vor Anker. Es ist einfach ein wunderbares Boot und ich hoffe, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr davon haben. Ja, bitte. Man kann aber auch sagen, trotzdem das wirklich ein schweres Jahr war letztes Jahr mit vielen Reparaturen, hat es mir eben auch gezeigt, dass ich mehr am Boot reparieren kann, als ich eigentlich von mir selber gedacht hatte. Und das ist eine sehr gute Erkenntnis. Das ging sogar so weit, dass viele Leute gesagt haben, Mensch, da müsst ihr echt mehr davon zeigen. Wir wollen diese Schraubereiengeschichten sehen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Und das war der Grund, weswegen wir dann auch Hafenkino Technik jetzt auch gemacht haben. Wer das noch nicht weiß, es gibt einen zweiten Videokanal parallel dazu, Hafenkino Technik, da geht es nur um Reparaturen. Und den gibt es seit 4 Wochen, da freuen wir uns auch, wenn ihr vorbeischaut. Ich bin ganz glücklich, dass als wir damals auf Mallorca ankamen und die Vibrationsdämpfer kaputt waren, wollten wir jetzt zurückfahren nach Barcelona und das Wetter hat es nicht zugelassen und wir waren quasi gestrandet auf den Balearen in Port Soler und Christoph hat sich dran gemacht, das mit Bordmitteln provisorisch zu machen. Ja. Und das war wirklich die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, wo wir geendet wären wir zurück nach Barcelona gefahren, weil diese 6 Wochen, die wir unterwegs waren, die waren toll. Auch wenn es Hauptsaison war auf den Balearen. Wir haben wunderschöne Ecken gefunden. Das Boot war großartig in seinen Segeleigenschaften. Also wir konnten tolle Segelturns machen. Wir sind durch Mistral gefahren. Wir hatten Sturm vor Anker, 50 Knoten. Das war alles dabei und das Boot hat sich unfassbar sicher angefühlt und hat wirklich gesagt, Leute, ja, es ist jetzt ein bisschen zickig, ihr müsst ein paar Sachen machen, aber ich bin toll und das lohnt sich. Und das war, glaube ich, gut, dass wir das gemacht haben. Das waren die Reparaturen letztes Jahr. Jetzt kam die Frage, welche Reparaturen habt ihr denn dieses Jahr vor? Also wenn es nach mir geht, keine, nur noch segeln. Aber es ist tatsächlich so, dass wir 3 Sachen zu tun haben, bevor wir losfahren können. Das erste ist, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass wir Fabignana eben die Vorsegelrollanlage ihren Dienst quittiert hat aufgrund eines defekten Lagers. Und bei Amel ist es eine elektrische Rolleinrichtung. Das hat jetzt wenig damit zu tun, aber das ist in einem großen Gehäuse. Das Gehäuse ist schwer zu öffnen und da drin sind die Lager. Der halbe Hafen hat mir dabei geholfen. Das war langwierig. Das bringen wir auch mal irgendwann, aber das ist aufwendig zu schneiden. Das haben wir noch nicht gemacht und das ist auch noch nicht fertig repariert. Das ist also das Erste. Wir haben im Moment kein Vorsegel. Das Zweite ist, wir gehen nächste Woche aus dem Wasser. Das Unterwasserschiff wird gemacht, also Anti-Fouling kommt neu. Und hinter dem Propeller gibt es 3 Simmerringe hintereinander, die das Öl vom Sea Drive trennen vom Seewasser. Und die sind müde, deswegen dringt da langsam Seewasser ein. Das müssen wir machen, das ist aber keine große Operation. Und für die 2 Sachen gehen wir nächste Woche an Land. Und wenn wir das dann gemacht haben und wieder am Liegeplatz sind, dann muss ich nochmal an den Motor ran. Und zwar hatte einer von den Zuschauern anhand des Motorgeräusches gehört, dass die Dämpferplatte kaputt ist. Und die Dämpferplatte verhindert beim Einkuppeln, dass es einen harten Schlag gibt, sondern dass es ein sanftes Anlaufen ist. Das heißt, wir reden so ungefähr über März, April, bis wir dann loskommen, hoffentlich. So. Jedenfalls, unser Wunsch ist, möglichst bald loszukommen und möglichst wenig zu schrauben dieses Jahr. Ja. So, das ist das Ziel und wir hoffen natürlich, dass wir gut über den Sommer kommen mit möglichst wenig Apparatur. Es steht auf jeden Fall an der Autopilot noch. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt noch im Mittelmeer sind und nicht rausgefahren sind. Der Autopilot hat ja letzte Saison schon rumgezickt. Das ist auch noch nicht gelöst. Und hier im Mittelmeer kann man das noch gut alles per Hand steuern. Aber jetzt
auf die Azoren will keiner von uns freiwillig steuern. Und deswegen, ja, das muss erst noch gemacht werden, bevor wir auf weitere Strecken fahren können. Also das ist was, das wissen wir, dass das kommt. Wir können uns noch anlächeln. Das ist die Überleitung zur nächsten Frage. Gibt es eigentlich Konflikte an Bord und wie löst ihr die? Man muss sich schon gut verstehen, wenn man sich auf, ich weiß nicht wie viel, 12 Quadratmetern, monatelang auf See aufhält, vor Anker oder segelt und auch schwierige Situationen zu meistern hat. Also ja, es gibt Konflikte, auch bei uns. Das klingt so, als ob das unwahrscheinlich wäre. Ja, ich finde es eher unwahrscheinlich, wenn es irgendwie gar nie Konflikte gibt. Aber wir haben unsere Wege gefunden, damit umzugehen. Also, wenn wir Konflikte haben, dann schicke ich Christoph weg. Dann muss er raus. Wenn Christoph Stress hat, dann muss er sich bewegen. Dann muss er, weiß ich nicht, laufen gehen oder im Sommer tauchen, auf Sub, auf Berge hochsteigen. Das braucht er. Und dann kommt er auch wieder runter und dann können wir uns auch wieder unterhalten. Gut, also wir halten fest, Konflikte liegen an mir. Nein, aber die Lösung ist, ich schicke dich weg. Oder du gehst von alleine weg. Das ist ja auch so. Einer zieht sich dann zurück, das ist entweder an Bord, auch dass wir einen guten Kopfhörer aufsetzen, mit Noise Cancelling und zum Beispiel uns einen Film angucken oder Videos schneiden oder sowas in der Art. Übrigens, da haben wir 2 super tolle Kopfhörer, die verlinken wir euch unten, die sind wirklich Gold wert. Wir haben auch einen zweiten Raum, ja glücklicherweise, nämlich die Achterkabine, den nutzen wir aber nicht dafür, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir hätten sogar noch einen dritten Raum. Ja, die V-Kabine hätten wir auch noch. Nein, also tatsächlich brauchen wir das eigentlich nicht. Wir haben beide das Bedürfnis, harmonisch miteinander zu leben und die Grundlage ist Verständnis. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir beide dieses Leben wollen und dass uns von vornherein klar war, dass wir auf engem Raum verständnisvoll miteinander umgehen müssen. Also es heißt nicht immer, dass ich verstehe, warum er was tut, aber ich muss Verständnis dafür haben, dass es einfach auch für ihn manchmal anders ist, als es für mich ist. Und ich glaube, dadurch kommen wir damit auch gut klar, indem wir den anderen so nehmen, wie er ist und einfach auch sagen, okay, ist halt jetzt, sehe ich zwar anders, aber gut, ich nehme das jetzt so hin. Ich verstehe das und wir reden viel. Also vielleicht nicht direkt in dem Moment, wenn das Problem auftaucht. Nee, das geht nicht. Also irgendwann ist man einfach doof oder knurrig oder pampig oder schlecht gelaunt. Und in dem Moment geht es natürlich dann nicht. Aber ich glaube, wir sind beide alt genug, dass wir danach sagen, oh, jetzt war ich aber ganz schön kacke, das geht so nicht. Und dass man dann eben nochmal drüber spricht und teilweise auch neue Regeln setzt. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, ich bin ein bisschen schlampig. Da liegen schon mal die Klamotten so im Salon rum und hier liegt noch was und da noch was. Und da gibt es dann zum Beispiel die Regel, dass ich dann doch täglich aufräume. Das macht natürlich auch Sinn. Auch ich bin manchmal kompliziert und nicht immer einfach. Wir wissen, dass es knapp ist und eng ist vom Platz und auf dem Boot und dass man da einfach mit haushalten muss, mit Laune und mit Platz und mit allem. Das ist das Leben, was wir wollen. Die kriegen es auch manchmal mit, dass Leute davon ausgehen, wenn sie losfahren, dass sie die Probleme an Land lassen. Das ist nicht der Fall. Alles, was du nicht gelöst hast an Land, wird auf See größer. Das heißt, du musst dich schon gut verstehen. Sachen auszusetzen funktioniert überhaupt nicht oder unter den Tisch zu kehren. Und deswegen funktioniert es nur so, dass man mit Verständnis und mit vielen Gesprächen auf den anderen auch zugeht und Sachen aus dem Weg räumt. Weil die sind einfach normal. Die hat jeder von uns und wenn man damit vernünftig umgeht, ist es aber auch kein Problem.
Es kam die Frage, ob es eigentlich auch Merch gibt von uns. Merchandise, also T-Shirts, Hoodies, Tassen, was weiß ich, keine Ahnung. Und wir wollen die Frage mal zurückgeben an euch. Wünscht ihr euch Merchandise-Artikel von uns? Hättet ihr gerne, weiß ich nicht, ein Hafenkino-T-Shirt oder vielleicht ein T-Shirt mit einem unserer tollen Sprüche drauf, die wir so ab und an mal loslassen? Habt ihr da Wünsche? Wenn ja, was könnt ihr euch vorstellen oder sagt ihr, die brauche ich überhaupt nicht? Das würde uns mal interessieren. Und am besten auch die, die keinen Bock drauf haben. Und je mehr abstimmen, desto besser ist es natürlich. Wir haben da relativ früh drüber nachgedacht, hatten aber immer den Eindruck, dass es eigentlich keinen interessiert. Deswegen haben wir es bisher nicht. Aber kürzlich kam zum Beispiel wegen Hafenkinotechnik tatsächlich die Frage, der hat gesagt, ich hätte gerne ein paar T-Shirts von euch. Gibt es denn jetzt Merchandise? Und das wollten wir eben für Hafenkino dann eben auch nochmal stellen, die Frage. Und ja, wäre toll, wenn ihr euch da beteiligt, wenn ihr uns das in die Kommentare schreibt. Ja, wir haben alle Fragen durch. Wenn dir diese Art von Fragen gefallen hat und die Art, wie wir damit umgehen. Es gab kürzlich ein Live auch und das ging sehr lange, das war sehr intensiv, weil sich sehr viele Leute damit beteiligt haben und wir haben danach die Rückmeldung bekommen, boah, da habt ihr euch aber ganz schön nackig gemacht, da habt ihr aber ganz schön viel erzählt. Wir gehen damit gerne offen um. Ihr habt auch, finde ich, ein Recht darauf, wenn ihr Fragen habt, dass die beantwortet werden und eben nicht irgendwie schön gefärbt werden. Und deswegen guckt da gerne auch mal rein. Ja. Wenn ihr noch offene Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Wir beantworten die euch gerne noch. Oder je nachdem, was es ist, sammeln wir das für das nächste Live. Wir werden auch bald wieder ein Live machen, nachdem wir aus dem Wasser raus und wieder drinne sind. Vorher wird das auf keinen Fall was. Wir hoffen, dass ihr das gut findet, dass wir offen mit den Sachen umgehen. Wir sind so, wir können nicht anders. Wir hatten auf der Messe, war welche getroffen, die haben uns irgendwie angesprochen und irgendwann sagt er zu ihr, die sind so wie im Video. Sag ich, ja, Entschuldigung, wir sind so. Und wenn man uns was fragt, dann versuchen wir das auch zu beantworten und wir gehen offen mit den Sachen um. Und wir freuen uns, wenn ihr das mögt. Und wenn nicht, dann ist es uns auch egal. Also, wir freuen uns, wenn euch das gefällt. Und schön, dass ihr bis hierher dabei wart. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.